Hallo Leute! Wenn ihr dieses Video anschaut, bedeutet das entweder, dass ihr Deutsch lernt oder dass ihr euer Deutsch verbessern möchtet. Deshalb möchte ich euch ein paar Tipps geben, die euch helfen können, euer Deutsch zu verbessern. Mein Name ist Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin und wohne in Deutschland. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Der erste Schritt ist immer, eine gute Sprachschule zu finden und vor allem einen guten Lehrer, dem ihr vertraut. Oder eine gute Lehrerin, der ihr vertraut. Und wir vertrauen in die Regel Lehrern, die gut ausgebildet sind und akademische Leistungen in diesem Bereich vorweisen können und über gültige Zertifikate verfügen. Außerdem muss ein guter Lehrer über gute Sprachkenntnisse verfügen. Ein guter Deutschlehrer sollte die Sprache selbst korrekt und fließend sprechen können. Okay? Das ist sehr wichtig. Und ich denke, ihr wisst, dass Unterrichten eine sehr wichtige Fähigkeit ist, die nichts mit den Sprachkenntnissen zu tun hat. Okay? Wenn jemand eine Sprache gut spricht, bedeutet das nicht unbedingt, dass er sie auch gut unterrichtet. Ein guter Lehrer, ein guter Deutschlehrer muss wissen, wie er Lernende effizient unterrichten kann. Wenn ein Lehrer über all diese Qualifikationen verfügt, ihr euch aber im Unterricht nicht wohlfühlt und keine gute Bindung zu ihm aufbaut, kann es sein, dass der Kurs nicht effektiv ist. Ja, das ist eine ungeschriebene Tatsache. Wir hatten alle schon einmal einen Lehrer, der uns motiviert hat und uns geholfen hat, uns für ein Thema zu interessieren. Ja, das kann in verschiedenen Kursen passieren. Lehrer haben einen schwierigen Job. Ja, sie sollten nicht nur kompetent, sondern auch geduldig und fürsorglich sein und einen energischen und motivierenden Charakter haben. Aber wenn ihr einen solchen Lehrer findet, könnt ihr froh sein, dass ihr einen guten Start ins Sprachenlernen hingelegt habt. Nachdem ich 4 verschiedene Sprachen gelernt habe, bin ich der Meinung, dass es nicht empfehlenswert ist, eine Sprache im Selbststudium zu lernen. Es wäre besser, einen Sprachkurs zu besuchen und noch wichtiger, einen guten Sprachkurs. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Einige sehr talentierte Lernende können eine Sprache im Selbststudium lernen, aber es ist nicht für jeden empfehlenswert. Okay, wir haben eine gute Fahrschule gefunden und jetzt ist es Zeit, Autofahren zu lernen. Ich denke, ihr wisst alle, dass man nicht automatisch Auto fährt, wenn man nur die Theorie des Autofahrens beherrscht. Man muss das Auto fahren und das Fahren üben, um ein guter Autofahrer zu werden. Wenn man eine Sprache lernen und sogar beherrschen will, muss man üben. Nur die Kurse zu besuchen reicht nicht aus. Es gibt viele verschiedene Aktivitäten, die einem helfen können, eine Sprache effizient zu üben. In verschiedenen Videos habe ich darüber gesprochen. Zum Beispiel die Hausaufgaben für den Deutschkurs machen, jeden Tag Podcasts hören, Kurzgeschichten oder einfache deutsche Geschichten lesen, deutsche Vlogs und YouTube-Videos anschauen und so weiter. Wenn ihr zum Beispiel neue Wörter zu einem bestimmten Thema lernt, empfiehlt es sich, diese Wörter nach dem Lernen anzuwenden. Ihr könnt zum Beispiel einen kurzen Text schreiben oder laut über das Thema sprechen.
Anschließend könnt ihr euch auch einige YouTube-Videos zu diesem Thema ansehen. Das hilft euch, die Wörter zu wiederholen und Ideen zu dem Thema auf Deutsch zu bekommen. Eine weitere gute Übung ist, jeden Tag auf Deutsch zu schreiben. Ein Tagebuch zu führen ist eine sehr gute Idee. Jeden Abend oder jeden Tag könnt ihr eure Pläne, Träume, Ziele und Erfahrungen oder sogar Gefühle auf Deutsch aufschreiben. Darüber hinaus kann das tägliche Hören von Podcasts sehr hilfreich sein. Nicht nur um euer Hörverständnis und euren Akzent zu verbessern, sondern auch um Wörter und Strukturen zu wiederholen. Ich habe in einem anderen Video über das Hören von Podcasts gesprochen und auch einige deutsche Podcasts empfohlen, die ich beim Deutschlernen hilfreich finde. Jetzt möchte ich euch etwas ganz Wichtiges sagen. Egal wie viel wir geübt haben, wenn wir in der Stadt fahren, sind wir vielleicht gestresst und machen kleine Fehler. Das ist ganz normal. Wenn ihr beim Deutsch sprechen einige Fehler macht, geratet bitte nicht in Panik und lasst euch nicht frustrieren. Das ist ganz normal. Okay? Übt weiter und geht Gespräche nicht aus dem Weg. Nach einer Weile werdet ihr besser sprechen können. Ihr werdet sprechen können, ohne auf alle grammatikalischen Punkte achten zu müssen. Wie ein Autofahrer, der nach einigen Jahren automatisch fährt, ohne auf Bremse und Gaspedal und so weiter zu achten. Je mehr man fährt, desto besser kann man fahren. Je mehr man spricht, Deutsch spricht, desto besser kann man Deutsch sprechen. Wir, die Deutsch als fremde Sprache lernen und sprechen, dürfen nie aufhören zu üben. Es gibt immer etwas zu lernen. Besonders wenn ihr in Deutschland lebt, könnt ihr jede Gelegenheit nutzen, um neue Wörter und Ausdrücke zu lernen und Deutsch zu sprechen. Ja? Schließlich können selbst gute Autofahrer einen Unfall haben. Hört bitte auf, euch selbst die Schuld zu geben, wenn ihr Fehler macht. Das ist ein Teil des Sprachlernprozesses. Ich habe alles erklärt und ja, also falls euch dieses Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Dankeschön und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie in die Kommentare stellen. Also, Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Video.